Willkommen zu einer frisch gepressten Sendung, heute wieder mit Frequent Traveler TV. Themen, die wir frisch gepresst haben, ist die Sicherheitslage beim Fliegen. Die Flugsicherheit ist unter Druck, es gibt Personalmangel, Zwischenfälle, aber auch natürlich eine Belastung des Systems. Weiter geht es dann mit der Lufthansa. Sie haben ihre ersten 787-9er Dreamliner mit Allegris bekommen, ab Werk, ab frisch, ab Hause, also ab Hause, wo gebaut wurde. Dann die Swiss hat Einstellungsstopp für Flugbegleiter. Condor möchte ein zweites Drehkreuz vielleicht in Düsseldorf bauen. Ex-Metro-Chef mit Flugverbot nach Bombenspruch. Oder sollte ich es etwas reißerischere formulieren? Honcircle, Ex-Metro-Chef, Lufthansa erteilt Flugverbot nach Bombenspruch am BER. Wir gucken uns den Spruch an. Der Spruch passt, aber ich hätte es so nicht formuliert. Genau aus den Gründen, warum er ausgeladen worden ist. Weiter geht es dann mit den Themen von ITA. Die haben doppelte Punkte für Volare-Mitglieder. Und wir haben nochmal wieder 60% Bonus bei Lufthansa Miles & More. Die verkaufen merkwürdigerweise Meilen auf eine merkwürdige Art und Weise. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, aufs Cool zu kommen. Und wir können dann jetzt zum ersten Thema kommen. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich das Thema Flugsicherheit unter Druck. Und das System ist ja dort auch etwas unter Feuer, wenn man sich das anguckt. Und zwar ist es so, dass die stagnierende Flugsicherheit trotz technologischen Fortschritts dort voranschreitet in den USA. Das Flugzeug ist laut dem Lufthansa-Chef Carsten Spohr, also Lufthansa Group-Chef Carsten S. aus M., zwar weiterhin das sicherste Verkehrsmittel. Das Risiko, auf einer Flugreise ums Leben zu kommen, hat jahrzehntelang abgenommen. Inzwischen stagniert es im Moment. Dennoch mehren sich die Zwischenfälle, strukturelle Probleme, die halt wirklich auf die Belastung des Systems hinweisen, wie es zum Beispiel die Ex-FAA-Chefin Katie Thompson ausdrückte. In 2024 hatten wir ja auch tödliche Unfälle, Absturz der Air India 787 natürlich. Dann hatten wir im Januar die Kollision eines Passagierjets mit einem Militärhubschrauber. Und dann hatten wir, das war in Washington, 2025, komme ich auf 24. 2025, März, Unfall vor Honduras, 13 Tote. Ja, das strukturelle Thema 2024 war übrigens das tödlichste Jahr, so war es nämlich richtig in dem Satz, aber andere Unfälle in 2025. Strukturelle Probleme im US-Luftraum, überfüllter Luftraum, veraltete Technik, aber auch akuter Personalmangel. Dann haben wir das Thema, dass man dort natürlich sagt, dass das ganze Jahr mit dem System an die Grenzen des Leistbaren kommt. Und das Beispiel ist halt Washington, ein Flugluxus muss die Aufgabe übernehmen, die zwei Personen machen. Das heißt also, dass man aus zwei Jobs einen gemacht hat. Und gerade wenn es um Flugsicherheit geht, ist das natürlich nicht so optimal. Die Hauptursache sind menschliches Versagen. Technische Fehler treten seltener auf. Das Hauptproblem ist es halt wirklich das verstärkte Stress und Überlastung. Und der Airbus-Chefmanager Christian Scherer sagt, unsere Branche hat eine Schicht von Experten verloren, die nicht mehr zurückkommen. Und auch in Europa ist ja Pilotenmangel eher die Norm in Zukunft als die Ausnahme. Heißt also, wenn man sich das anguckt, in Europa werden bald 5000 Piloten fehlen, vor allem Kapitäne, also Leute mit Erfahrung. Und klassifiziert laut NTSB als Knochenbrüche, innere Verletzung, Krankenhausaufenthalt über 48 Stunden ist nämlich das, was nämlich dort ist, dass man mehr schwere Verletzungen hat. Heißt also in 2023 und 2024 sind überdurchschnittlich schwere Verletzungen bei Turbulenzen und durch harte Landungen entstanden. Ja, Fliegen bleibt sicher, aber mit Einschränkungen 2024 weltweit 46 Unfälle, davon 7 mit Todesopfer, also 244 Stück. Zwar höher als 2023, aber deutlich unter Durchschnitt 2005, 2010. Fazit ist natürlich, Fliegen ist sicher, aber ohne Reform in Technik, Personal und Wartung wird das System natürlich anfälliger. Die Frage, die ich für euch habe hier zu dem Thema ist Flugsicherheit unter Druck, Belastung des Systems. Ist es so, dass ihr persönlich schon einen sicherheitsrelevanten Vorfall im Flugzeug oder am Flughafen erlebt habt?
Und die andere Frage des Tages, die kommt, und das zeigt schon das nächste Thema, was wir haben, das ist die Boeing 787-9 von Lufthansa, die erste mit Allegris. Und da ist es so wichtig ist euch das Sitzprodukt und vielleicht zum Preis, würde ihr auf Business Class verzichten, wenn die Economy deutlich günstiger ist. Und findet ihr das in Ordnung, dass Lufthansa nicht die ganze Kabine benutzt? Und dann merkt ihr auch schon, worum es hier geht. Es geht natürlich um die Linderung der Probleme bei Lufthansa mit den Flugzeugen, die man hat. Heißt also, man hat hier jetzt das Thema, dass die erste 787-9, und das ist die Kennung Delta Alpha Bravo Papa Foxtrot, die gekommen ist. Aber man wird zunächst die Business Class sperren. Wir werden das Flugzeug anfangs nur auf Linien einsetzen, auf der wir nicht viel Business Class Nachfrage haben. Einsatz ab Mitte Oktober, Frankfurt-Toronto, sukzessive Erweiterung auf 15 Maschinen bis 2026. Und wirtschaftlicher Vorteil, denn die 787-9 soll den Durchschnittserlös locker um zweistelligen Prozentbereich steigern, weil das Flugzeug um so viel besser ist. Natürlich wollen sie auch mehr Pinke nehmen, weil Allegris kann die Lufthansa wesentlich mehr Geld von uns bekommen. Was sagt ihr dafür? Auf interessant ist es halt, dass die Teilflotte bis zum Ende des Jahres auf 10 Maschinen steigen soll. Und was ich auch interessant finde, ist natürlich, dass es jetzt Frankfurt-Toronto ist. War es nicht was anderes? War es nicht irgendwas anderes in Kanada, was sie fliegen wollten? Aber nun gut, so sei es jetzt erstmal, und ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Flieger sagt. Was auch ein Thema ist, ist natürlich Flugbegleiter. Die NZZ berichtet, dass die Swiss zumindest für den Moment zu viele Flugbegleiter an Bord hat. Heißt also, die Airline habe deshalb natürlich einen Einstellungsstopp für die Kabine verhängt. Und das ist das Thema Einstellungsstopp in der Kabine. Trotz Personalmangel im Cockpit und technischer Flotte hat die Swiss viele Kabinenmitarbeiter. Heißt also, dass Flugzeuge ja noch am Boden sind, die Neos bzw. auch die 220er. Und die Flugbegleiter haben Angebote für unbezahlten Urlaub oder stuhlbedingte Freistellung gehabt. Denn das Flottenungleichgewicht und gestrichene Flüge von 1400 Stück im Sommerflugplan alleine sprechen natürlich eine Sprache. Und Swiss-Piloten fehlen auf der Intercontinental, der 320-Flotte. Auf der 220er hat man genug Piloten, aber nicht genug Flugzeuge. Also egal wie du das machst, ist es halt ein Problem. Da sind wir auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Seid ihr jetzt mit der Swiss im Unreinen, weil die Swiss ja eigentlich die Perle in der Lufthansa-Gruppe war oder ist noch? Und wie seht ihr das Thema als gegeben an? Ist das ein Thema oder nicht? Wenn wir über die Swiss reden, reden wir aber auch über Lufthansa, über Konkurrenz und über Air Berlin, Düsseldorf und jetzt Condor. Ganz genau, die Condor schwingt sich ja so ein bisschen auf, der Nachfolger der Air Berlin zu werden. Nicht nur, dass man eventuell mit einer Allianz liebäugelt, sondern auch mit dem Drehkreuz Düsseldorf. Heißt also, dass nach Kündigung des Lufthansa-Zubringervertrags die Condor ein eigenes Zubringernetz nach Frankfurt aufbaut. Heißt also aktuell 9 und künftig dann 13 Strecken bedient. Peter Gerber sagt, wenn die Profitabilität größer ist als klein ist und wir genug Flugzeuge bekommen, dann kann man sich ein zweites Drehkreuz vorstellen. Und Düsseldorf hat eine hohe Priorität, aber durch Angerland-Vergleich in seinem Wachstum natürlich limitiert. Und zwar ist es so, dass man in Düsseldorf natürlich 2 große Einzugsgebiete hat. Heißt also, man hat Frankfurt, Berlin und Düsseldorf. Und es geht nach Wirtschaftlichkeit, aber Düsseldorf ist so, dass dort durch den Angerland-Vergleich, und der Angerland-Vergleich, den wollte ich euch eigentlich gerade mal geben, was das nämlich ist, dass eine 60 Jahre alte Regelung halt für Verspätung am Flughafen sorgt. Denn nach Gewittern hat der Flughafen mit großen Problemen, die Probleme wieder in den Griff zu kriegen. Und da gibt es halt dieses eine Art Sparschwein-Modell. Und ja, damit gibt es halt Nachtflugverbot. Und das ist natürlich das Problem, dass man damals, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, eine Lösung hatte, weil man dachte, dass das klappt. Vor 60 Jahren war das cool, aber heute ist das eher schädlich. Was schädlich ist es auch, wenn man, und da muss ich leicht grinsen, wenn ich an den Kollegen Cordes denke,
Eckhard Cordes ist ja Aufsichtsrat der Bilfinger SE und war vorher der Metro-Chef. Und war nicht Cordes auch der immer von Dedorf oder Köln in die Schweiz geflogen ist und nur 3 Tage in Deutschland war, um nicht steuerpflichtig hier zu werden? Der hatte auf dem Lufthansa-Flug LH 1927 nach München ein Erlebnis, und zwar in Berlin. Und da war es halt so, das Flugzeug hat das Deboarding eingestellt, weil es Gewitter gab. Und das passte ihm halt nicht. Und er sagte, ganz wichtig, Zitat, der Flughafen sei so schlecht, dass man sich manchmal wünsche, er würde besser in die Luft gesprengt. Ja, wir hatten ja mal drüber gesprochen und wir hatten ja auch mal gesagt, dass natürlich der Flughafen in Berlin nicht unbedingt die Perle ist, wenn wir ehrlich sind, aber man gewöhnt sich an alles und es ist jetzt auch gar nicht so schlecht, wie man immer wieder tut, aber es ist halt nicht unbedingt so tipptopp, wie man sich das wünscht. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass der Kollege dann ein unruly Passenger war und dass halt die Wortwahl mit Bombe, Sprengstoff und so weiter ist nie ein guter Ratgeber, so etwas zu sagen, so etwas auch nur zu denken, sage ich jetzt mal. Und dann ist es halt so, dass das Kabinenverbot gab. Heißt also, der Kapitän verweigert die Mitnahme, die Polizei wurde gerufen, er wurde dann angeblich zum Mietwagenschalter, ich glaube es war Sixt, gebracht und ist dann mit dem Mietwagen nach München und in München ist er dann auf seinen Flug eingestiegen, ich weiß gar nicht, wo er hingeflogen ist. Wie sein Sprecher mitgeteilt hatte, ist er dann geflogen. Also das heißt, als Horn Circle hat er dann trotzdem von seinem Status profitiert, weil man ihm wahrscheinlich das Ticket gesagt hat, okay, du fliegst halt nach München und hat ihm aber keinen Lifetime-Ban gegeben. Und deshalb habe ich natürlich hier auch eine Frage des Tages für euch zu dem Thema. Und zwar, findet ihr, dass Lufthansa zu streng reagiert hat oder sind Bombenwitze am Flughafenzeit einfach inakzeptabel? Und wie viel Toleranz kann man da geben? Auf der einen Seite verstehe ich, dass man da keine Witze macht. Ich verstehe auch, dass er keinen direkten Threat gemacht hat, aber es ist halt schlechtes Benehmen. Und als Hon ist man ja da quasi auch ein Beispiel. Das heißt, man hat ja eigentlich alles gesehen und sollte auch mit allem eigentlich bewandert sein, oder? Ja, und sollte Verständnis haben. Wer auch Verständnis haben sollte, ist, wer Meilen kaufen möchte, kann das bei Lufthansa nicht auf dem klassischen Wege tun und sagen, ja, kauft 100.000 Meilen für die Summe X und so weiter, sondern man muss halt diese Pakete kaufen. Und zwar sind das diese Pakete, die nennen sich ja Bundle and Go. Und da gibt es jetzt bis zum 30. September 60% Bonus. Da gibt es wie immer die Pakete XS, Bundle Small, Bundle Medium und Bundle Large. Heißt also 4.800 Meilen bekommt ihr als Bonus anstatt 3.000 normalerweise. Dann 16.000 anstatt 10.000, dann 80.000 anstatt 50.000 oder beim großen Paket 100.000 kaufen, 160.000 bekommen. Kriegt dann noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel bei Hotels und Cars einen Bonus, bei Avis kriegt er auch nochmal einen Bonus und bei Priority Pass kriegt er Discount. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, 160.000 Meilen, die ihr maximal kaufen könnt mit einem Paket, ihr könnt ja pro Jahr 250.000 maximal kaufen, ist es so, dass ihr dann 1.750 Euro bezahlt. Das sind 1,09 Cent pro Meile. Und da muss man natürlich die Frage stellen, lohnt sich das? Ist das etwas, was interessant ist, was spannend ist? Weil es ist ja bis jetzt der höchste Bonus, zumindest dieses Jahr gewesen. Interessant ist es halt wirklich nur für First-Class-Flüge oder auf Partnern im Einsatz. Also da könnt ihr die Frage direkt beantworten, die ich euch zu stellen habe. Kauft ihr die Meilen? Wenn ja, rechnet sich das bei euch wirklich oder ist es nur eine Spielerei? Und wir haben noch ein Meilending aus der Lufthansa Group. Das ist Volare. Die geben Doppelpoints von Europa, also in Europa, Mittlerer Osten, Nordafrika. Und diese Promotion ist so, dass man dort bei der Promotion vom 1. bis zum 15. September 2025 bei Flügen von und nach Italien inklusive Ziele wie Frankfurt, Zürich, Dubai, Tel Aviv, Paris, Madrid etc. Diese Boni bekommt, doppelte Punkte. Sie gilt übrigens nur für diese teilnehmenden Strecken, das haben wir mal schauen. Und es ist ja auch eine Integration zu Miles & More geplant. Das heißt also, dass man vielleicht damit auch spekulieren kann, dass man damit bei Volare dann bald eventuell ein geiles Ding bekommt.
Ihr denkt wie immer dran, das geile Ding ist, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder aber auf School zu kommen und zu kommentieren. Ich habe für euch nochmal die Fragen des Tages im Überblick, und zwar die beiden Fragen, die für mich interessant sind. Würdet ihr auf die Business Class verzichten, wenn die Economy deutlich günstiger ist bei der Allegris, beziehungsweise findet ihr in Ordnung, dass man auch ohne die volle Kabine losfliegt? Und die andere Frage ist natürlich gegenüber dem HON Circle-Mitglied und Ex-Metro-Chef Eckhard Cordes, hat man zu hart gegen ihn gehandelt? Hätte man ihn einfach Jung, war nicht clever, aber ist wie es ist. Also, ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Sendung dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.